vom Pizzabäcker aus Hamburg zum Multimillionär in Dubai geschafft hat. Euro-Multimillionär, das ist ganz wichtig. Nicht Dirham hier oder sowas. Ja, hier findest du viel Personal, aber das sind keine Fachkräfte. Herzlich willkommen bei einer neuen Episode Fat Chat mit meiner Wenigkeit Patrick. Heute haben wir einen sehr geilen Gast hier am Start. Der ist vom Pizzabäcker zum... Bist du schon Millionär? Multi. Oh, Multi. Bist du wirklich schon Multi? Ja. Geil. Mashallah, freut mich wirklich. Der ist vom Pizzabäcker aus Hamburg zum Multimillionär in Dubai geschafft hat. Roholla Ropara. Richtig. Richtig. Euro-Multimillionär, das ist ganz wichtig. Nicht Dirham hier. Ich wollte gerade sagen, Euro-Multimillionär. Roholla, erstmal vielen Dank dafür, dass du hier bist. Du bist ein sehr guter Freund von mir und ich glaube, du warst sogar der erste Kunde, den ich in Dubai hatte, Alter. Wirklich? Ja, Mann. Wie lange ist das schon her? Wann war das? 2 Jahre? 2,5? Kann das sein? Das war, glaube ich, als ich noch meine Küche hatte. Kann das sein? Nee, das war noch vor der Küche, weil die Küche habe ich dann auch, Ja. da haben wir ja auch zusammengearbeitet. Das war noch, wo du der Argentinian Steakhouse in Global Village Global hattest. Village. Ah, da haben wir uns kennengelernt, stimmt. Genau, da haben wir uns kennengelernt. Genau. Auf Global Village haben wir uns kennengelernt. Ja, hast recht. Du bist an meinem Stand vorbeigegangen mit ein paar anderen Jungs. Genau. Da habe ich gemerkt, dass sie Deutsch spricht. Da habe ich euch, glaube ich, angesprochen. Genau. Ja, stimmt. So haben wir uns kennengelernt. Das war nicht letztes Jahr, nicht das Jahr davor, also 3 Jahre. Ist schon 3 Jahre, ich bin doch erst 3,5 Jahre hier. War das so? Ja, jetzt haben wir 25, 25? ne? Das war nicht 24, das war nicht 23, das war 22, 23. Damn, okay. Ja, wenn er muss, 22 kann es gewesen sein dann. 22. Ja, da hatten wir den Argentinian Steak Sandwich Store im Global Village. Genau, in der Ding Street, keine Ahnung, da, wenn du Parkplatz 5 Happiness reinkommst. Street. Happiness Street, I don't know. Ja, aber richtig Hat mich geil. einiges an Geld gekostet. Nee, aber war coole Erfahrung. Coole Experience auf jeden Fall. Learning wahrscheinlich auch. Ich glaube, Ja, ein Jahr später ist ja nochmal ein Angebot abgegeben, das wurde auch abgelehnt oder irgendwas war da doch. Ja, genau. Also ich bin ein riesen Fan von Global Village. Ja, by the way, Global Village ist ein Vergnügungspark, für die es nicht kennen. Ist der Vergnügungspark mit den meisten Besuchern per Square Foot in der ganzen Welt. Ja. Und ich glaube, dieses Jahr haben sie wieder einen Rekord gebrochen mit mehr als 15 Millionen Besuchern in der ganzen Saison. Krass. Ja. Und ich bin da jede Saison gewesen mit meiner Familie. Vorher ohne Kinder, dann als ich Kinder hatte, natürlich mit Kindern. Und ich fand das Konzept echt geil. Ich wollte da schon immer sein. Und ich wollte unbedingt in dieser Happiness Street sein. Das ist die berühmteste Essmeile im Global Village. Ja, da hast du ungefähr 100 Kiosk links und rechts. Und wir haben... also ich habe schon mehrmals versucht, da zu sein. Ja, ich wurde immer abgelehnt, weil es ist so ein Bieterverfahren. Ja. Ja, und dieses Jahr wollte ich unbedingt dabei sein und da habe ich den, ich glaube 750.000 Dirham bezahlt, ja, oder geboten und die haben mich sofort genommen. Okay. Ja, im Nachhinein habe ich rausbekommen, dass ich viel zu viel bezahlt habe, ja, weil meine Nachbarn links und rechts, die haben nicht die Hälfte, aber ich sag mal so 30% weniger als ich gezahlt. Krass. Ja. Ich muss sagen, dass der Start war phänomenal. Ja, am ersten Tag hatten wir eine krasse Schlange gehabt. Wir haben dazu zu 8 drin gearbeitet, ja, obwohl da nur 4 drin arbeiten dürfen. Ja. Da mussten Securities kommen, um die Schlange zu organisieren, weil da echt zu viele Leute waren und die schon den Weg da versperrt haben. Ja, wir haben am ersten Tag 20.000 Dirham umgesetzt. Ja, das sind fast 5.000 Euro. Ja. Alter, und die Leute von links und rechts, die sind zu uns gekommen und gesagt, Alter, krass. Ja, also die wird dieses Jahr wahrscheinlich das krasseste Konzept hier haben. Aber der erste Tag war der beste in der ganzen Saison. Ja, danach haben wir es leider nicht mehr geschafft, so viel umzusetzen. Aber es war definitiv der erste Schritt für mich in die Gastronomie. Ich wollte schon immer was in der Gastronomie machen. Ich wollte schon immer was in Global Village machen. Das Coole in Global Village ist, dass du halt was ausprobieren kannst, mal sehen kannst, wie die Resonanz ist. Ja. Also letztendlich haben wir am Ende des Tages, ich glaube, also fast plus minus null gemacht. Okay. Ja. Hätten wir weniger an Miete gezahlt, hätten wir noch ein dickes Plus gemacht. Ja. Das Jahr danach, weil wir natürlich schlauer wurden, ja, weil wir genau jetzt wussten, wie viel wir zahlen müssen, etc., wir auch genau wissen, welche Location gut ist, etc., haben wir viel weniger geboten, aber wir wurden nicht angenommen, ja, weil wir anscheinend zu wenig geboten haben. Aber dann war es uns auch nicht wert, ich glaube mal, also das ganze Ding nochmal machen, weil da war schon echt viel Aufwand, viel Cash, was du reinstecken musstest, ja, und am Ende des Tages für 50.000 oder 100.000 Euro Gewinn war uns das nicht wert. Ja? Ja, also klar. haben wir es dann gelassen. Ja, wenn der Kostenapparat hinten drin
300.000 ist oder so oder 400 und du gehst damit 500 raus, dann ist Ja, das lohnt sich nicht. Da ist das Geld, wenn ich das woanders investiere, halt viel besser aufgehoben. Ja. viel besser mit wahrscheinlich höherem Outcome auf jeden Fall. Ja, definitiv. Ja, also wie du ja weißt, habe ich ja verschiedene, ich sag mal, Businesses, right? Und für mich ist natürlich Zeit ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, ich kann mich natürlich nicht aufteilen. Und zu der Zeit haben wir viele Sachen laufen gehabt. Wir haben ja kurz danach die Cloud Kitchen gemacht, ne? Genau. Das war auch so ein Experiment. Ich fand das Konzept Cloud Kitchen geil. Hab da echt viel Geld investiert. Hab auf Talabat, Deliveroo, ich glaube, bis zu 10 Restaurants gehabt, verschiedene Konzepte. Aber das ging, ich sag mal, voll in die Hose. Ja. Okay. Nicht, weil mein Essen nicht gut war. Mein Essen war eigentlich top, muss ich sagen. Ja, das war richtig geil. Ja, Essen war echt top. Aber die Konkurrenz ist so krass. Ja, du hast da tausende von Restaurants, ja. Und da musst du überlegen, dass da noch Talabat irgendwie 30-40% nimmt oder Deliveroo, ja. Oder Karim, wie die auch alle heißen. Dann, wo wir halt unsere Küche hatten, ja. Der Operator hat auch nochmal was vom Kuchen abgenommen, ja. Also letztendlich, und dann hast du natürlich diese ganzen Leute da drin gehabt in der Küche, die du immer managen musstest, ja. Und das Problem dort war auch, dass in der Gastronomie du halt nicht so viel automatisieren kannst, weil du echt abhängig bist von vielen Leuten in der Wertschöpfungskette. Also von dem Moment, wo der Kunde sein Essen bestellt, hast du natürlich den Koch. Ja, der muss hoffentlich einen guten Tag erwischt haben, der muss alles picobello gekocht haben, nicht zu viel Salz, ja, nicht zu wenig Salz. Ja, klar. Essen muss top heiß geliefert sein, hoffentlich hat er auch nichts vergessen in der Tüte. Dann hast du den Fahrer natürlich, der das hinfahren muss. Ja, hoffentlich hat er da nichts umgekippt, weil am Ende bist du immer der Gearschte. Egal was passiert, auch wenn du keine Schuld dran hattest. Ja, und also ab und zu war es krass, weil Essen hat super gut geschmeckt, aber als es ankam, weiß nicht, kam es nicht in der Qualität an, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja, und dann haben wir das nach einem Jahr auch, ich sag mal, beendet. Da haben wir auch Geld verloren. Aber es war auch ein gutes Lesson learned, weil bevor ich was Großes machen wollte, ja, ich wollte eigentlich ein großes Restaurant haben, was riesen Investitionsvolumen für mich war, wollte ich das natürlich testen vorher. Und für das Testen war es recht gut, weil da habe ich halt relativ wenig Geld verloren, als wenn ich so ein riesen Ding irgendwo aufgemacht hätte. Ja, wenn direkt eine riesen Operations irgendwo in Downtown oder in einem Prime Location Genau, gemacht genau. hättest. Also das war für mich eine sehr gute Lessons learned, ja, weil ich habe das Thema Gastronomie sofort abgehakt, für immer. Ja, ich werde da nie wieder was machen. Also Traum beerdigt. Ja, ja, definitiv. Da lasse ich andere Leute ran. Okay. Ist echt ein brutaler Job, ja, egal wo du es machst. Könntest du dir noch vorstellen, in was zu investieren? Wenn du sagen würdest, ey, das ist ein geiles Konzept, der braucht aber, keine Ahnung, Starthilfe, dass du dich mit einkaufst, sagen wir mal als Shareholder und jemand anderes das machen lässt oder auch da kein Bock mehr drauf? Nee, auf gar keinen Fall. Egal, was ein Konzept es ist. Okay. Ja, weil auch da, wie gesagt, ich habe ja eine Klinik gehabt, wie du weißt. Ja, die habe ich von null aufgebaut. Ja. Ja, in einer richtig geilen Lage in Jumeirah, an der Jumeirah Beach Road, also beste Lage. Da habe ich mir eine Villa genommen damals, zu Covid-Zeiten. Ja, da habe ich eine gute Miete bezahlt. Da habe ich das ganze Ding komplett ausgebaut. Habe ich DHA approved bekommen, Okay. ja, von Dubai Health Authority, was auch relativ schwer ist. Dann habe ich Ärzte reingeholt aus Deutschland. Ja, ich hatte Dermatologen, ich hatte einen Orthopäden, Gynäkologen, eine Beautician. Ich habe so viele Lasertherapien gemacht, hier Filling und so weiter. Psychologen sogar gehabt. Krass. Ja, ich hatte, glaube ich, 7 Ärzte oder sowas. War auch eine Rieseninvestition. Lief okay. Ja, war jetzt nicht so Bombe. Ja, man hat am Ende des Tages ein bisschen Profit gemacht, aber das war halt viel zu wenig für den ganzen Aufwand, den ich wiederum gemacht habe. Ja? Also habe ich da auch nach 2 Jahren meine Shares dann verkauft. Wir waren 4 Partner insgesamt. Ja, ich und der Luis. Den kennst du ja auch. Wir haben unsere Shares dann an die anderen beiden Partner verkauft. Ja, und wir haben uns auf unser Kerngeschäft fokussiert. Ja, weil du weißt, ist ja Ferienhausvermietung. Ja. Was wir als erstes Jahr angefangen haben, 2020, ja. Und wir haben uns von allen getrennt, also der Küche, der Klinik, Global Village, und haben uns die ganze Zeit, die wir hatten, halt 100%ig aufs Ferienhauskonzept oder Ferienhausunternehmen fokussiert und haben das super erfolgreich gemacht. Ja. Ja. Also von daher, was die Lessons learned auch da ist, du musst die richtigen Leute an Bord haben. Ja. Und wenn du nicht die richtigen Leute an Bord hast, die denselben Drang wie du hast, dieselbe Vision, ja, denselben Ansporn, dann funktioniert das nie. Nee, dann wird es schwer bis unmöglich sogar. Da hat man mehr Pain damit wie irgendwelche positiven
Outcomes auf jeden Fall. Aber wir haben jetzt eigentlich schon einen Schritt übersprungen. Erzähl mal deine Geschichte. Wie bist du vom Pizzabäcker zum Multimillionär nach Dubai gekommen? Wie ist dein Werdegang? Was hat Roholla aus Hamburg gemacht, dass er jetzt hier halb Dubai gehört? Nee, Quatsch. Nein, Quatsch. Noch lange nicht. I know. Noch lange nicht. Aber ich bin 2014 nach Dubai gekommen. Also ursprünglich kannte ich diesen Ort nicht. Ja, ich kenne diesen Ort durch meine Frau. Ich habe meine Frau kennengelernt in 2012. Okay. Und meine Frau hat hier schon gelebt in 2010. Oh, krass. Ja, und sie war schon 2008 hier schon mal. Ja, und sie hat sich hier in den Ort verliebt. Ihr Traum war es immer, oder eine ihrer Bedingungen mit mir zu heiraten war, dass wir wirklich beide versuchen, hier nach Dubai auszuziehen. Also ich kannte diesen Ort nicht. Ich wusste nicht mal, ob es eine Stadt ist oder ein Land. War ich mir nicht sicher. Ja, und ich war ein riesen Deutschland-Fan. Ich bin kaum aus Deutschland... Ich bin nicht viel rumgereist. Okay. Kaum aus Deutschland raus, schon gar nicht aus Europa raus. Ja. Und das kam alles mit meiner Frau. Als ich sie kennengelernt habe, fing ich an zu reisen. Ja, ich glaube, die erste Reise war nach Dubai tatsächlich und dann nach Peking, nach China, weil sie hat früher für die Otto-Gruppe gearbeitet in Hamburg und sie musste ab und zu nach Peking, weil die da so für ein Unternehmen dort zuständig war, wo sie auch mal ab und zu das Unternehmen besuchen musste. Dann bin ich mit ihr mitgegangen, da fand ich das Reisen extrem geil, ja. Und wir haben einen Zwischenstopp in Dubai gehabt für ein paar Tage, habe ich mir angeguckt und ich fand das eigentlich auch relativ cool. Und ich habe zu der Zeit einen richtig guten Job gehabt. Ich habe nämlich bei Airbus in Hamburg gearbeitet. Ja, ich habe ein super Gehalt gehabt. Ja, kurz nach dem Studium dort angefangen. Ich habe Flugzeugbau studiert in Hamburg. Und meine Frau wollte schon immer nach Dubai. Flugzeugbau hast du studiert? Genau, Flugzeugbau. Also aber ich habe nie ein Flugzeug gebaut. Ja? Ich habe keine Ahnung, wie man ein Flugzeug baut. Ja, aber Flugzeugbauingenieur. Ich habe gedacht, du wärst so Businessberater gewesen oder so. Nee. Also ich habe Flugzeugbau, Ingenieurswesen studiert. Ach krass. Ja, also ich bin Ingenieur für Flugzeugbau. Okay. Aber als ich dann bei Airbus angefangen habe, war ich so interner Unternehmensberater. Also ich war dafür zuständig. Weil das hatte ich im Kopf, dass du das gemacht hattest. Okay. Also in Deutschland ist es ja wichtig, ich meine, größte Ausgaben sind ja halt Manpower, ja, Personal. Und meine Aufgabe bei Airbus war es, Prozesse zu optimieren, am Ende des Tages Kosten einzusparen, Produktivität zu steigern, Effizienz zu steigern. Und das habe ich dann intern bei Airbus gemacht. Okay. Ja. Was echt interessant war, weil ich echt vieles kennengelernt habe, verschiedene Probleme. Ja, und wie man Probleme richtig analysiert, rangeht und sie löst. Und dann war es so, dass meine Frau wollte unbedingt nach Dubai. Und dann habe ich, das weiß ich noch, und ich hatte ein geiles Projekt bei Airbus gehabt, wo ich sogar den Assistenten vom CEO von Airbus, von der Airbus-Gruppe bei mir hatte. Und dann habe ich denen erzählt, dass ich meine Hochzeit in Dubai geplant habe mit meiner Frau. Ja, also wir waren gerade dabei, die Hochzeit zu planen. Und dann habe ich ihm davon erzählt, weil er auch zu demselben Zeitpunkt, wo die Hochzeit stattfand, auch nach Dubai gereist ist zum Urlaub machen. Und dann hat er mich gefragt, ob ich Bock hätte, nach Dubai zu ziehen. Generell und dort zu arbeiten. Ja, und dann habe ich ihm gesagt, meine Frau will da sowieso hin, also ich muss da hin. Ja. Sag ich, alles klar, schick mir mal dein CV. Ja, weil ich kenne viele Leute dort, die dort ausgewandert sind, speziell von Emirates, also speziell Leute von Airbus, die dann, für Emirates gearbeitet haben oder für Etihad. Und er kannte noch andere Leute auch von Unternehmensberatungen, mit denen er früher zusammengearbeitet hat, die dort jetzt, tätig sind. Dann habe ich ihm mein CV geschickt und tatsächlich habe ich 24 Stunden einen Anruf bekommen. Krass. Von meinem ehemaligen Chef bei der Unternehmensberatungsfirma. Und ich musste dann 24 Stunden später nach Dubai reisen. Okay. Ja, die haben mir ein Flugticket gekauft. Ich bin da sofort hingeflogen. Ja, und ich musste dort ein Vorstellungsgespräch machen. Ja, und das Ganze musste ich auf Englisch machen. Und ich konnte 0 Englisch. Ja? 0? Also das heißt, ich konnte so 2, 3 Sätze vielleicht. Ja? Okay. Ja. How are you? How are you? My name Roholla. Where are you from? My name is Roholla, genau. Aber so Business-Englisch hatte ich nicht drauf. Ja, klar. Ja? Oder richtig so, mit jemandem, der aus Mexiko, Japan kommt, richtig fluent auf Englisch zu reden, hatte ich nicht drauf. Schon gar nicht irgendwelche Slides, Präsentationen auf Englisch zu schreiben, hatte ich auch nicht drauf. Dann bin ich dahin und dann musste ich da ein Assessment machen für 3 Stunden. Die haben mich in den Raum getan, die haben mir so ein Bündel von Zettel gegeben, ja, so eine kleine Case Study, 40 Seiten lang auf Englisch. Und ich hatte 3 Stunden Zeit, das mir durchzulesen und dann musste ich eine Präsentation darüber fertig machen. Ja? Wow. Also nach 2,5 Stunden habe ich gerade mal 20 Seiten gelesen, habe die Hälfte nur verstanden. Ja, und habe da irgend so einen Kram da auf den Slides gemacht, was ich gerade so verstanden habe. Habe das präsentiert, war natürlich nicht gut. Ja, und die haben mir gesagt, du hör mal zu, wir suchen eigentlich Leute, die, mehr Senior sind.
ja, mehr Erfahrung haben, schon Business-Englisch drauf haben, die hier starten können und uns sofort weiterhelfen können. Die brauchen jetzt keine Junior-Leute, so wie ich. Dann bin ich zurück, ja, dann haben sie mir eine Absage geschickt. Ja, und also ich war extrem traurig, muss ich sagen. Und dann weiß ich noch ganz genau, und dann gab es einen Tag, da saß ich im Büro bei Airbus, ja, 3 Monate später, habe auf meinen Computer geschaut und habe mir gedacht, ey, wäre doch echt geil gewesen, wenn ich das geschafft hätte. Ja. Ja? Und in dem Moment, ja, ob du es glaubst oder nicht, habe ich eine E-Mail von denen bekommen und ich konnte meinen Augen nicht trauen, als ich mir auf meinen Computer angeguckt habe. Und dann haben die mir geschrieben, hör mal zu, wir haben keine erfahrenen Leute gefunden, ja. Deswegen würden wir dich jetzt gerne nehmen und würden die Zeit investieren, dich auszubilden. Geil. Ja, und wenn du nach 3 Monaten, ich sag mal, viel lernst und dich beweist, dann kannst du natürlich bei uns komplett durchstarten. Ja. Dann habe ich das Angebot angenommen, ja. Ja, und dann habe ich sag mal, Leute auch gefragt bei Airbus, meine Mentoren, ja, alle, also Senior Management. Ich habe die nach Rat gefragt, ob ich da wirklich hingehen soll, etc. Und dann haben die mir alle gesagt, geh nach Dubai, dort ist die Zukunft. Ja. Überraschenderweise. Krass. Also ich hätte gedacht, die sagen mir, nein, wir sind ein geiles Unternehmen, bleib hier. Ja, die haben mir alle gesagt, nein, geh, weil dort ist die Zukunft im Middle East und es ist eine riesen Chance für dich. Ja. Nutze es, du bist jung, du hast keine Kinder, etc. Ja, dann habe ich das angenommen. Alle meine Freunde, meine Familie, die waren alle enttäuscht, die haben die Welt nicht verstanden. Ja, ich habe mir gerade eine Wohnung gekauft in Hamburg, ich habe die gerade angefangen einzurichten. Okay. Ja, das musste ich alles abbrechen. Ich habe die Wohnung bis heute noch nicht gesehen. Ja, und ich bin dann mit meiner Frau 2014 im Dezember, unsere Hochzeit war im Oktober, im Dezember sind wir dann ausgewandert. Das Witzige ist, meine Frau, während wir unsere Hochzeit hatten im Oktober in Dubai, die hatte ja Praktikum 2010 gehabt bei der Außenhandelskammer in Deutschland, also in der Dubai bei der Vertretung. Und dann ist sie da reingegangen ins Büro, hat sich vorgestellt, die kannten sie alle noch. Ja, und dann hat sie gesagt, ey, hör zu, ich ziehe hier im Dezember nach Dubai, habt ihr einen Job für mich? Und dann meinten die, ey, wir haben gerade eine geile Stelle frei. Hast du nicht Bock, hier anzufangen als Business Development Manager? Dann habe ich gesagt, klar. Ja, und dann hat sie sofort ihren Vertrag da unterschrieben. Hochzeitsgeschenk. Ja, Hammer. Also das ist nicht Glück, ja, das ist Schicksal. Ja, du weißt ja, ich bin gläubig, also ich glaube, das ist vorgeschrieben gewesen. Ja, und dann haben wir da, im Dezember sind wir dann komplett drüber. Okay. Ja, und jetzt bin ich hier seit 11 Jahren jetzt. Krass. Ja, ich habe es keine Sekunde bereut. Ja, ich fing ganz unten an. Was heißt ganz unten? Also ganz unten fing ich jetzt auch nicht an. Ich hatte eine gute Bezahlung, meine Frau auch. Ja. Wir haben definitiv netto mehr verdient, viel mehr, als was wir in Deutschland verdient haben zusammen. Aber wir haben uns einen super Werdegang aufgebaut. Ja. Wir haben super Investitionen gemacht. Wir haben immer an Dubai geglaubt. Ja, selbst in Covid, als alle, ich sag mal, viele wieder gehen mussten oder abgehauen sind, weil sie dachten, Dubai ist jetzt wieder am Ende, haben wir erst recht an Dubai geglaubt, an den Rebound, haben nochmal extrem investiert in Properties. Und das hat sich alles ausgezahlt, ja. Und ich muss sagen, heute, wo wir stehen, ist dank natürlich harter Arbeit. Ja, weil, also in Dubai musst du hart arbeiten, du musst fleißig sein, musst ehrlich sein, ja, und dann kannst du dir echt was Gutes hier aufbauen. Hier gibt es viele Möglichkeiten. Und ich glaube, was wir uns aufgebaut haben, ist super beachtlich, ja. Und wir sind noch lange nicht am Ende. Ja, also wir fangen erst gerade an, weil du musst dir vorstellen, wir haben bei 0 angefangen. Jetzt sind wir bei, keine Ahnung, bei 30-40%. Ja. Ja, und jetzt haben wir schon viel. Ja, Geld macht Geld. Ja, aus 1.000 Euro kannst du 10.000 Euro machen. Klar. Aus 1 Million kannst du auch 10 Millionen machen. Also von daher haben wir jetzt diese Hebelwirkung und daran arbeiten wir. Bin noch lange nicht am Ende und hoffe, dass ich in 10 oder 20 Jahren hier was mega Geiles aufgebaut habe. Ja, das ist meine Story. Also ein Start in Dubai, du warst am Anfang aber auch noch, hast den gleichen Job weitergemacht, wie du in Hamburg gemacht hast. Genau, ich war Unternehmensberater, ich habe das 6 Jahre lang gemacht. Okay. Es war ein extrem bist auch viel nach Job. Saudi gereist. Genau, ich war jede Woche, also damals ging die Woche ja los sonntags. Ja, damals war es noch ein bisschen anders, jetzt startet es ja montags. Also die islamische Woche. Genau, die islamische Woche. Genau. Sonntag ging es los. Donnerstag war wie heute Freitag. Ne? Mhm. Ich bin jeden Sonntag, also ich habe mehr als 600 Flüge gemacht. Jede Woche bin ich nach Saudi geflogen, jeden Sonntag. Und ich bin Mittwochabend zurückgekommen. Ich habe in der Woche 20 Stunden am Tag gearbeitet. Krass. Ja, extrem viel Druck gehabt, weil wir mussten wirklich Ergebnisse liefern beim Kunden. Weil meistens waren unsere Projekte so gestrickt, dass wir wirklich
Verbesserungen oder Einsparungen liefern mussten, damit wir unsere Projektfees kriegen. Ja. Und meine Chefs, die waren knallhart zu mir, die haben mir gesagt, ey, wenn ihr diese KPIs nicht erreicht, dann braucht ihr erst gar nicht zurückzukommen. Ja, und braucht gar nicht an Gehaltserhöhung, Promotions etc. denken oder an eurem Bonus. Ja, also wir haben extrem viel Druck gehabt und ganz ehrlich, die Zeit in Saudi war scheiße. Ja. Okay. Auf der einen Seite habe ich extrem viel gelernt. Also ich wäre heute nicht dort, wo ich bin, ohne, ich sag mal, diese Laufbahn. Ja. Aber ich muss sagen, ich habe speziell die letzten 2 Jahre schon gelitten, ja, weil ich habe mich da wirklich hingezwungen. Ja, ich hatte keinen Bock dahin. Und du warst da im Hotel, du hast da gearbeitet, irgendwelche Slides gemacht, Präsentationen, hast Druck von links, rechts bekommen, vom Kunden, von deinem Manager. Du wusstest, wenn du das nicht lieferst, kriegst du nicht eine Gehaltserhöhung und so weiter und so fort. Ja, ja, und also es war eine richtig geile Erfahrung, würde ich auch jedem empfehlen zu machen. Ja, aber es war auch gut, zum gewissen Zeitpunkt aufzuhören. Ja, und dann mein eigenes Ding durchzustarten. Und das war der schwerste Moment für mich, zu kündigen, weil ich habe extrem viel Geld verdient an einem gewissen Zeitpunkt. Ja, ich habe fast 20.000 Euro im Monat verdient. Ja, und also mit den ganzen Allowances, die ich da bekommen habe und dem Bonus. Und es war extrem schwierig für mich, einen Job zu finden in Dubai, wo ich mindestens dasselbe verdiene. Weil in jeder Firma, wo du hier in Dubai gehst, ja, da musst du schon der CEO sein von einer Multinational Company, dass du mindestens so ein Gehalt verdienst. Ja? Okay. Und das ist natürlich extrem schwierig für einen jungen Typen wie mich damals. Ja, damals, als ich aufhören wollte, war ich glaube so, wie alt bin ich denn jetzt, 39? Ich war so 35, dass ich so einen Posten finde ohne Connection. Und ich hatte in Dubai keine Connection, ich hatte meine Connection in Saudi-Arabien. Okay. Ich hätte in Saudi-Arabien irgendwo arbeiten können als CEO, aber ich hatte keinen Bock auf Saudi. Ich wollte in Dubai sein. Ja? Ja, klar. Und ich hatte meine erste Tochter bekommen, etc. Dann kam Covid und dann war es so, dass meine Firma mich zwingen wollte, in Dubai für mindestens 6 Monate, in Saudi-Arabien für 6 Monate zu bleiben. Mhm. Ja, und das wollte ich nicht. Und dann hat mir meine Frau wieder gesagt, sie meinte so, ey, hör zu, kündige, scheiß drauf. Ja, wir werden das schon schaffen. Ja. Also sie hat mich dann wirklich motiviert zu kündigen. Ich habe gekündigt und es war Lockdown, ja, also wir konnten sowieso nicht raus. Und in der Zeit, und ich muss sagen, Covid war das Beste, was mir passieren konnte. Wirklich, das war die beste Zeit, weil ich zumal zu Anfang Covid noch volles Gehalt bekommen habe, aber zu Hause saß, nichts machen konnte. Und ich hatte endlich Zeit gehabt, ja, weil die Jahre davor habe ich nie Zeit gehabt. Und ich habe wirklich angefangen, Bücher zu lesen. Und dann habe ich 2 Bücher gelesen, Rich Dad, Poor Dad und Think and Get Rich or something. Hold on. Think and von Napoleon Hill. Kann sein. Yeah. Auch ein ganz bekanntes Buch, habe ich jetzt vergessen. Think and Grow Rich. Think and Grow Rich. Yes. Exakt. Ich habe diese 2 Bücher gelesen. Ja, und danach wirklich, das hat alles in meinen Kopf geändert. Mhm. Ja. Ich habe gekündigt. Ja, und dann fing ich an, ich hatte Geld gespart. Knapp 500.000 Euro. Okay. Ja, und habe das alles investiert. Krass. Sprich, ich habe meine Property gekauft. Okay. Meine zweite Property. Ich habe mein Ferienhausunternehmen gegründet und fing an, in Covid sind ja die Mietpreise eingebrochen. Ja, eingebrochen komplett. Ja, und ich fing an, Wohnungen zu mieten. Ja, und fing an, Airbnb-Business zu machen, weil das wurde jetzt auch erlaubt in Dubai, 2018. Ja, 2020. Das war vorher gar nicht erlaubt, oder was? Nee, war nicht vorher erlaubt. Okay. Ja, es wurde reguliert 2018, 2019 habe ich angefangen mit der ersten Wohnung. Ja, ich habe die gemietet für 100, Alter, krass. Das war eine 3-Bedroom, Full Burj Khalifa View, Fountain View und Burj Vista Tower. Ja, okay. Also wirklich eine geile Wohnung. Die habe ich gemietet 14 Monate für 120.000 Dirham. Dieselbe Wohnung kostet heute 450.000 Dirham für 12 Monate. Krass. Ja. Und ich habe ein Revenue gemacht von knapp 1 Million. Ja. Krass. Und ich habe einen Profit gemacht von, keine Ahnung, 500.000, 600.000 Dirham nach allen Ausgaben. Ja. Alter, dann habe ich das gesehen und dann habe ich alles auf eine Karte gesetzt. Klar. Ich habe von überall, wo ich konnte, Geld geholt. Habe im selben Tower bis zu 30 Wohnungen angemietet. Damn. Jede Wohnung, die ich gemietet habe, die wurde leider immer teurer. Ja. Die letzte, teuerste Wohnung, die ich angemietet habe, war dann 350.000 Dirham. Okay. Ja. Und so fing es an. Ja. Und dann habe ich echt viel Geld verdient. Habe dann, wie gesagt, die Klinik aufgemacht, Global Village. Okay. Das hier Cloud Kitchen Konzept. Ja. Ja, und dann habe ich realisiert, dass ich mit den Dingern, weil ich wollte diversifizieren und keine Ahnung was, ja.
das war wichtig, den Schritt zu machen. Und da habe ich realisiert, nee, hör zu, ist viel wichtiger, wenn ich alles mich voll fokussiere auf mein Ferienhausunternehmen. Ja, und heute haben wir mehr als 350 Wohnungen. Krass, Ja, Maschallah, Glückwunsch. wir sind die am stärksten wachsende Ferienhausunternehmen hier in Dubai. Wir sind auch das Beste in Dubai, wenn es darum geht, wer hat die besten Reviews auf Airbnb oder Booking.com. Wir sind die besten, die klare Nummer 1. Und ich bin mir sicher, dass wir spätestens Ende 2026 die ganz klare Nummer 1 sind in Dubai mit dem größten Marktanteil. Ja. Ja, und darauf fokussiere ich mich Vollzeit mit meinem Partner Luis. Ja. Und das Wichtige auch immer ist, einen richtig starken Partner zu haben, der genau deine Schwächen vollfüllt. Ja, aber das Gute bei mir und Luis ist, ich habe sehr gute Stärken, er hat Stärken und wir kompensieren uns sehr, sehr gut. Ja. Ja, und das macht uns wirklich stark. Wir haben beide dieselbe Vision, dasselbe Mindset. Wir haben beide zusammen auch in Unternehmensberatung gearbeitet, Tag und Nacht. Also wir kennen uns sehr gut. Kennt ihr euch davon? Oder? Genau, wir kennen uns aus der okay. Unternehmensberatung. Der Luis ist aus Portugal gekommen. Ja, der hat früher, hat er mir heute erzählt, ja, 2.500 Euro netto hat er verdient in Portugal. Dann kam er zu uns, hat schon 15.000 Euro verdient. Okay. Ja, und dann jetzt machen wir die Ferienhausvermietung, verdienen natürlich mittlerweile viel, viel mehr. Ja, Ja. und wir haben aber wir haben beide denselben Biss. Wir kommen beide aus, ich sag mal nicht so, ich will jetzt nicht sagen armen Verhältnissen, aber aus normalen Verhältnissen. Ja. Ja, und wir rocken alles. Wir haben ein krasses Brand aufgebaut. Wir machen mittlerweile einen Umsatz von, also dieses Jahr werden wir mehr als 20 Millionen Euro machen. Okay. Ja. Umsatz aber. Umsatz, okay. ja. Profit Margin ist auch relativ hoch. Ja, und wir geben Vollgas. Geil. Mittlerweile haben wir nicht nur das Ferienhausunternehmen, sondern wir haben ein Real Estate Unternehmen. Wir haben ein Fit-Out-Unternehmen. Ja, und wir decken den ganzen, ich sag mal, das ganze Ökosystem ab. Ja. Ja, wir bieten mittlerweile Konzepte an für, ich sag mal, Investoren speziell aus Europa. Ja, du kaufst bei uns eine Kapitalrendite von bis zu 24% und wir kümmern uns um den Rest. Okay. Wir suchen für dich die Immobilie, wir machen die Finanzierung für dich mit unseren Mortgage-Broker-Partnern, wir machen die Renovierung mit unseren Unternehmen, wir machen die Short-Term-Rental-Management und wir verkaufen sogar die Wohnung, wenn du willst. Ja? Geil. So, dasselbe, was wir für uns privat aufgebaut haben, ja, weil mittlerweile habe ich mehr als 10 Wohnungen und ich mache genau dasselbe, biete ich auch meinen Kunden an. Ja. Ja, und damit sind wir extrem erfolgreich, weil das bietet kein anderes Unternehmen hier an. Hast du die ganzen Real Estate Offices hier, die einfach nur Off-Plan auch Projekte anbieten. Ja. Aber wir bieten dieses Konzept an und da sind wir die Stärksten im Markt. Auf jeden Fall, ich glaube, ihr seid auch die wo ich weiß nicht, ob ihr die Einzigen seid. Es gibt ja noch ein paar, die ähnliche Konzepte anbieten, dass die sich um Vermietung kümmern und so weiter. Auch ein paar, wo wir kennen, die im deutschen Markt unterwegs sind. Aber jetzt mit Airbnb und zu so hohen Renditen, glaube ich, also habe ich bis jetzt sonst noch nicht gehört. Genau, gibt es ganz, ganz wenige Ja. und ich glaube, wir sind ganz klar die Nummer 1 in dem Ja. Markt. Ja, und darauf haben wir spezialisiert, ist ein Nischenmarkt. Dubai wächst im Tourismus. Ja. Ja, also letztes Jahr sind wir um 10% gewachsen. Dieses Jahr wachsen wir wieder mehr als 10%. Wir wollen, es gibt ja die Vision 2040. Ja, Dubai will die Nummer 1 sein, meistbesuchten Städte der Welt. Wir bauen gerade den größten Flughafen der Welt. Also wir bauen schon die Infrastruktur, um das Ziel zu erreichen, was wir Genau. anpeilen. Ja. Dubai wird bekannt in der ganzen Welt. Also damals, als ich nach Dubai gezogen bin, Ja. kannte ich nicht Dubai und viele meiner Freunde auch nicht. Und Ist ja auch dieselben schon Freunde, 11 Jahre her. Also damals Genau. war schon so, ein paar Leute haben Dubai gekannt, aber es war jetzt nicht so auf dem Radar wie heute. Heute jeder weiß, Deutschland oder deutschsprachiger Raum, Deutschland ist heutzutage bekannter wie Malle. So, das ist halt so. Genau, und die damaligen Freunde von mir, meine besten Freunde, die mir gesagt haben, ey, warum gehst du aus Deutschland raus? Du hast doch alles hier, bla bla bla. Dieselben Freunde sagen zu mir heute, ey, beste Schritt, den du gemacht hast. Klar. Ja, warum haben wir es auch nicht gemacht? Ja, die bereuen es jetzt alle. Klar. Jeder will nach Dubai. Dubai ist eine Brand. Ja, Dubai ist the place to be. auf jeden Fall. Und ich glaube, die goldene Zeit von Dubai fängt erst jetzt gerade an. Okay. Und ich denke, das ist in den nächsten 10 Jahren oder in 10 Jahren werden wir sagen, ey, krass. Ja. Ja, krass, was für eine Entwicklung Dubai gemacht hat. Ja, Also- und ich bin fest davon überzeugt, wenn man sich ansieht, was gerade in Europa los ist oder auch in den USA Ja. oder in China und wenn du dich mit vielen Leuten unterhältst, ja, ich reise viel extrem, ja, und Dubai ist ein Brand. Also ich war jetzt im Sommer in Miami. Miami ist ja auch the place to be, oder war es mal, ja. Ja. Und wenn du den Leuten da erzählt hast, dass du aus Dubai kommst, Alter, die haben Sterne in den Augen gehabt, ja. Die haben mir alle gesagt, ey, mein Traum ist es, nach Dubai zu ziehen. Zieh dir mal rein. Leute aus Miami. Krass. Ja, und Leute in Miami sagen, die Situation ist scheiße, du kannst da nicht rausgehen, du Ja. bist nicht, es ist secure.
ja, kannst kaum Geld verdienen, ist extrem teuer geworden, viel teurer als Dubai. Zahlst für einen Coffee knapp $10, der Service ist scheiße. Also, ganz ehrlich. Das ist halt hier Service-Hauptstadt Nummer 1. Also Mit Abstand. Dubai mit Abstand. Mit Abstand. Also wie ich raushöre, hast du nie bereut, herzukommen. Bist Dubai Ambassador Number One in Hamburg. Definitiv. Ja, also ich erzähle all meinen Freunden jetzt immer noch, ja, der Zug ist nicht abgefahren. Ganz im Gegenteil, wie ich gesagt habe, die goldene Zeit fängt erst jetzt an. Ja. Traut euch. Ist natürlich schwierig, aus der Komfortzone rauszugehen. Speziell, wenn du Kinder hast, die schon im Umfeld sind, wenn du ein Unternehmen in Deutschland hast. Wenn du Kinder hast, ist hier halt auch ein ganz anderer Kostenfaktor hinten dran. Wenn du jetzt allein bist oder mit Freundin, ist halt different. Dann kann man mal herkommen und kann sagen, komm, wir hasseln uns da durch und wir machen das schon. Wenn du Kinder dabei hast, ist halt, muss ich dir ja nicht sagen. Ne? So, dann ist der Kostenapparat und die Sicherheit, die du hinten dran brauchst, ja nochmal eine ganz andere Hausnummer, wie wenn du jetzt einfach nur so hierher kommst. Absolut. Du brauchst natürlich, vor allem wenn du Kinder hast, gewisses Startkapital. Ja. Du musst aber natürlich auch nicht in Dubai in der besten Gegend leben oder deine Kinder auf die besten Schulen schicken, die natürlich am teuersten sind. Klar. Du kannst natürlich auch in Sharjah anfangen, was nicht so weit ist von Dubai. Ja. Da gibt es auch deutsche Schulen, da gibt es auch eine deutsche Community. Also es gibt für alles Möglichkeiten. Ja. Aber wenn du den Biss hast, die Motivation und den Willen, dann schafft das jeder hier. Bin ich fest von überzeugt. Ja? Weil es gibt hier so viele Möglichkeiten. Aktuell ziehen pro Monat 40.000 neue Familien hierher. Ja? Der Markt Wahnsinn. wächst. Wir haben jetzt 4 Millionen Einwohner durchbrochen. Das Ziel ist 7 Millionen. Sind wir jetzt bei 4? Ja, genau, wir sind bei 4 Millionen. God damn, mache ich einen Monat Social Media Pause, kriege ich gar nichts mehr mit. Ich habe gedacht, wir wären immer noch so bei 3,7 oder so. Wir haben 4 Millionen jetzt durchbrochen. Boah. Ja, und wir werden Ende des Jahres bei 4,4, 4,5 sein, wenn es so weitergeht. Krass. Und 7 Millionen werden wir durchbrechen. Ja. Und das heißt natürlich, so viele Unternehmen kommen hierher. Dubai, gerade ziehen die meisten Family Offices aus der ganzen Welt hierher. Ja, jeder will hier ein Unternehmen aufmachen. Nicht nur aus Steuergründen. Ja? Steuergründen ist nicht nochmal das erste Thema, sondern the easiness of Business hier ist das erste Thema. Sicherheit. Ja. Guck mal, viele wohlhabende Familien, was die wollen, ist Sicherheit. Ja? Natürlich. Und wohlhabende Familien in Deutschland, selbst Deutsch-Deutsche, ja, ich sag mal nicht mit Migrationshintergrund, Deutsch-Deutsche, die sind auch angeekelt von der Kultur, ja, weil wenn du ein bisschen Kohle hast, ist jeder neidisch auf dich. Natürlich. Ja, die werden scheiße behandelt. Ja, die haben keinen Bock drauf. Ja. Ja. Und auch jetzt mal für die Zuschauer und Zuhörer, wenn du jetzt von Family Offices redest, dass die alle herkommen, die kümmern in Deutschland auch keine Steuern. Die haben alle ihren Tricks, die haben alle ihre Setups. Ne, wir müssen ja nicht drüber reden. So, es gibt da 1000 Wege, wie du das machen kannst, dass du da um den Großteil der Steuern rundherum kommst. Genau, so, genau. Deswegen ist auch immer. Ich bin hierher gezogen wegen Wetter. Ich habe 6 Jahre, bevor ich hierher gezogen bin, habe ich in Frankreich gelebt. Mich haben die deutschen Steuersätze auch nicht interessiert. Ja. Wir hatten in Frankreich ähnliche Steuersätze, aber die Freibeträge sind viel höher. So, das heißt, ich habe in Frankreich schon ein geileres Leben gehabt wie in Deutschland. So, mal davon abgesehen. Aber mir ging es hauptsächlich ums Wetter, irgendwann die Sicherheit und alles und so weiter. Ja, und vor allem diese Bürokratie. Das ist ja das Also ich Nächste. meine, wenn du Unternehmer bist in Deutschland, ja, Alter, diese Bürokratie, die frisst dich hier auf. Und es wird dir jedes Mal schlimmer. Dann hast du natürlich Fachkräftemangel. Ja? Also ich habe ja viele Freunde, die Unternehmer sind, ja. Die finden gar kein Personal. Nee. Ja? Und wenn sie Personal finden mit Ach und Krach, ja, dann sind die meisten, hören sie nach dem zweiten Ausbildungsjahr auf. Ja? Ich habe meinen Bruder, der führt ein riesen Bäckerei, Café, Konditoreiunternehmen in Itzehoe, mehr als 60 Angestellte. Alter, der findet kein Personal und dann hat er die Behörden jede Woche bei sich im Haus. Umweltbehörde, Ordnungsamt, Finanzamt, keine Ahnung, wie die alle heißen. Das ist ja unglaublich. Alle Kunden, die ich damals hatte, wo ich hergezogen bin, ich habe gesagt, du warst mein erster Kunde hier in Dubai. Alle Kunden, die ich damals hatte, waren ja aus Deutschland. Ich glaube, einer hat sein Geschäft noch. Alle anderen verkauft, liquidiert, was auch immer. Alle anderen haben aufgehört. Und auch aus viel aus dem Grund von wegen, wir finden keine Leute. So, das Business ist gar nicht mal so schlecht, aber wir finden keine Leute. Gut, bei anderen ist Business komplett eingebrochen, aber bei manchen war einfach nur so viel Gastronomieunternehmen auch. Wir finden keine Leute, die arbeiten wollen. So, das ist Wahnsinn. Ja, das ist hier natürlich komplett anders. Ich will nicht sagen, dass alles hier besser ist. Das ist es nicht. Es gibt viele Sachen, die in Deutschland auch besser sind. Vor allem hast du natürlich in Deutschland, wenn du Fachkräfte findest, dann sind das auch wirklich Fachkräfte. Also die sind ausgebildet, ja, die wissen, was sie machen müssen, die sind produktiv. Ja, hier findest du viel Personal, aber das sind keine Fachkräfte. Ja, da musst du natürlich Zeit investieren, Geduld. Ja,
Da musst du dir eine Sache Viel 150 Mal wiederholen. Ja. Aber ganz ehrlich, ich habe bei mir im Unternehmen super Leute. Ja. Also die reißen sich den Arsch auf, die arbeiten 24/7. Ja, und die verdienen auch echt gutes Geld. Ja. Ganz ehrlich, also du würdest das schon überwinden können, ja. Und Bürokratie, hier ist es super easy. Hier kannst du eine Firma gründen innerhalb von einer Woche. Mit easy Setup in der Freezone sogar in 1 Tag oder 2 Tagen. Ist so, ja. Ja, dann zahlst du einmal deine Setup-Kosten. Und dann war's das. Ja, dann fängst du an, Business zu machen. Das ist wirklich so. Ja, und dann fängst du an, Rechnungen zu schreiben, kassierst das Geld und dann fragt dich am Ende des Tages auch nicht, woher kommt das Geld. Ja? Ganz einfach. Klar zahlst du hier auch mittlerweile Steuern, Corporate Tax 9%, VAT, aber es ist easy. Das ist easy. Außer 1.000 Euro Freibetrag und so weiter und so fort. Das ist trotzdem, und ist ja 9% nach Abzug aller Kosten. So. Das kann man schon gut drücken. Das ist schon okay auf jeden Fall. Klar, hier gibt es natürlich auch Tipps und Tricks, wie du das auch wiederum umgehen kannst. Gibt es ja überall, natürlich. Aber du hast gerade schon Personal angesprochen. Nächste Frage wäre, wie schaffst du es in Dubai, weil Dubai Service und allgemein, wie du behandelt wirst von Angestellten, keine Ahnung, Kellnern, was auch immer im Hotel, ist ja top-notch. Ich glaube, es gibt kaum auf der Welt ein anderer Ort, wo man sich so gut fühlt, wo man sich so geil fühlt wie hier. So, wie kriegst du das hin? Wie viele Leute hast du mittlerweile? 70, 80 im Team? Wir haben tatsächlich 100. Krass. Ja, ich glaube sogar 102. Okay. Wir wachsen jeden Monat um 10%. Ja, Personal nicht ganz um 10%, aber 5% würde ich schon sagen, dass wir jeden Monat wachsen. Wie schaffst du es, den Service-Standard so hoch zu halten? Auch Dubai-Standards in deinem Team? Also ich habe, wie ich schon gesagt habe, Personal ist extrem wichtig. Ja. Ich habe richtig gutes Personal, vor allem meine Führungskräfte. Also wir haben 4 Management-Ebenen. Okay. Ja, wir haben Supervisor, wir haben Operations Manager, dann haben wir einen Head of Operations. Ja, und dann kommen wir. Und ich habe richtig, richtig gute Leute in diesen Positionen. Ja, war natürlich nicht einfach, die zu finden. Ja. Und die sind bei mir auch gewachsen. Ja, also die fingen an als, normale, Manager. Ja, oder Guest Experience Manager oder Housekeeper, Cleaner. Und und wir messen die ja alle. Also was wir aus der Unternehmensberatung gelernt haben, das haben wir bei uns im Unternehmen mit implementiert. Also wir haben super Prozesse, alles ist bei uns digitalisiert. Okay. Ja, damit wir natürlich auch sehen, was da passiert. Jeder hat seine KPI. Ja, und das sind oftmals bei uns Reviews. Ja, okay. Und damit messen wir unsere Leute jeden Tag. Ja, meine Leute werden alle bezahlt, basierend auf die Reviews, die sie machen. Also wir haben so ein Performance-Management-System. Okay. Ja, also wenn sie 100% ihre KPIs erreichen, können sie bis zu $5.000 extra pro Monat verdienen. Ja, und die reißen sich den Arsch auf, weil die Leute sind hier alle, um Geld zu verdienen. Ja, und so ein Bangladeschi, das Durchschnittseinkommen in Bangladesch sind $50 im Monat. Ja, ich habe einen bei mir im Team, der verdient aktuell $4.000. Ja? Krass. Und $4.000 ist extrem viel Geld für den in Bangladesch. Natürlich. Der baut sich gerade sein 2. oder 3. Haus und der reißt sich den Arsch auf, damit er jedes Jahr seine 100% erreicht, jeden Monat, sorry, damit er natürlich das volle Gehalt kriegt. Und basierend auf diesen KPIs wird er natürlich auch promoted oder demoted. Ja, also der will natürlich Karriere machen. Und ich brauche diese Leute, die nach oben gehen, weil mein Portfolio wird am Ende des Jahres 500 Wohnungen sein. Ja. Und dann brauche ich richtig starke Manager. Und dieses System, was wir aufgebaut haben, dann merken wir speziell jetzt, wo wir mehr und mehr Wohnungen reinkriegen, ja, dass alle bei mir im Unternehmen sich den Arsch aufreißen, dass das genauso, dass wir die Qualität nicht verlieren, sondern ganz im Gegenteil, dass wir noch besser werden in der Qualität, obwohl wir mehr Wohnungen haben, mehr Personal. Ja, und das schafft kaum ein anderes Unternehmen in Dubai. Ja. Ja, weil die meisten Unternehmen, wenn sie wachsen, eine gewisse Anzahl von Wohnungen haben oder Personal, dann brechen die zusammen, weil sie nicht die richtigen Prozesse haben oder das richtige System in place haben. Eventuell auch sparen wollen. Also jetzt brauchen wir mehr Leute, jetzt zahlen wir, jetzt gucken wir. Ja, und vor allem, wenn du anfängst, richtig Kohle zu verdienen, auf dein Konto siehst, also auf mein Konto kommen jeden Tag aktuell fast 100.000 Euro. Und wenn du da siehst, dass da auf einmal 1 Million, 2 Millionen Euro sind, dann ist das schon gefährlich, ja? Ja. Weil dann fängst du an, crazy Ideas zu haben. Ja. Und das haben natürlich einige gemacht, haben krasse Ausgaben, weiß nicht, wie viele Autos gekauft oder Ausgaben, Party gemacht, etc. Und das machen wir natürlich nicht. Ja, wir versuchen da natürlich, wir sind noch ehrgeiziger. Ja. Ja, wir investieren viel, also wir investieren fast alles wieder ins Unternehmen, Ja. damit wir halt noch mehr wachsen, noch besser werden.
Ja, und ich glaube, das sticht heraus. Ja, und das macht uns so erfolgreich. Ja? Geil. Geil. Also deine Lösung quasi, um den Service und alles aufrechtzuerhalten, ist, die Leute teilhaben lassen an dem Erfolg. Absolut. Monetär und Absolut. allgemein. Und meine Kunden, Ja. ich sag mal, guck mal, meine Kunden sind Leute, die Wohnungen besitzen. Ja? Und wie du ja weißt, ich habe ja Luxury-Wohnungen in Downtown, JBR, Marina, Palm, City Walk, Blue Waters, Dubai Harbor. Und jede Wohnung im Durchschnitt bei mir kostet 1 Million Euro. Ja. So sprich, meine Kunden, das sind alles Millionäre. Ja? Und für die ist Geld nicht an erster Stelle. Okay. Ja? Für die ist an erster Stelle Zuverlässigkeit. Ja. Ja, dass du transparent bist. Ja, dass sie dich jederzeit erreichen können. Das ist für die wichtig. Ja. Ja? Und das gewährleisten wir. Ja, weil uns kann jeder, also selbst mich, weißt ja, wie ich auf WhatsApp antworte. Ja. Innerhalb von Sekunden hast du eine Antwort. Normalerweise schon, ja. Ja? Und jeder bei meinem Team ist genauso. Okay. Ja, und das lieben die Kunden bei uns. Deswegen kommen die alle zu uns. Ja. Ja, weil wir wirklich alles für sie tun, die wirklich gut behandeln, einen super Service ableisten und dann kriegst du natürlich auch automatisch, ich sag mal, den besten Revenue, ja. Und das schätzen die sehr. Ja, ich habe viele deutsche Kunden, die mit mir Wohnungen gekauft haben. Ja, ich habe welche, die haben bis schon 5 Millionen Euro mit mir investiert. Ja, ich bin deren Wealth Manager, sage ich mal, ja, Geil. deren Advisor. Und alles, was ich denen sage, würde ich auch selber machen. Ja, ich bin kein Real Estate Agent, der jetzt denen irgendwas verkaufen würde, wo ich halt einmal Commission mache und dann ist der weg. Ja. Nein, weil wenn die bei uns kaufen, fängt unser Job erst richtig an. Klar. Weil da müssen wir anfangen, die Rendite zu liefern und daran messen wir uns natürlich. Ja. Ja, also sprich, die Kunden sind mit mir die ganze Zeit. Und wenn du natürlich die Rendite lieferst, die du versprochen hast, dann sind die Kunden natürlich happy, kaufen noch mehr mit dir, empfehlen dich weiter. Und das ist, was bei uns passiert. Ja. Wir kriegen alle unsere Wohnungen hauptsächlich durch Empfehlungen. Klar. Ja. Und das ist sehr, sehr wichtig in Dubai. Du weißt ja, wie viele Scams in Dubai gibt. Ich weiß. Wie viele Scammer es hier gibt. Ich ja, weiß. Das ist sehr, sehr krass. Das unterscheidet sich auch zu Deutschland. In Deutschland hast du nicht so viele Scammers, Ja. aber hier ist so extrem viel Scammer. Und da ist es wichtig, dass man einen vertrauensvollen Typen an der Hand hat, Ja. der dich richtig gleitet und sich richtig gut um deine Property kümmert und um dein Investment. Auf jeden Fall. Aber ich finde in Dubai, die Scammer sind, wenn du jetzt nicht auf den Kopf gefallen bist und du hast schon gewisse Erfahrung im Leben, sind die Scammer ja trotzdem leicht rauszupointen. Also es Nee, gibt, Mann, stimme ich dir nicht zu. Findest ich du muss nicht, sagen, Alter? die Scammers sind hier extrem professionell. Findest du? Ich habe schon, Gib mal ein Beispiel. also ein Beispiel ist, dass ein Scammer dich anruft, Ja. ja, mit einer echt starken Stimme, Ja. ja, die das Gefühl gibt, dass er wirklich von Dubai Police dich anruft. Ja, sagen wir mal, er gibt sich als Polizist aus, ist ein Araber, ja, mit Akzent, sogar arabischen Akzent, also du glaubst das. Der spricht deine Emirates ID-Nummer aus, ja, schickt dir sogar ein Foto von deiner Emirates ID auf WhatsApp, Okay. schickt dir ein OTP auf als WhatsApp, kennt deine Kreditkartennummer, weiß, wo du wohnst. Also hat wirklich so viel Information und Okay, kann die das- verifizieren. Das Level habe ich noch nicht erlebt. Ja. Gibt's Also, das? ja, So auf absolut. dem Level? Ja, ja. Also ich habe schon oft gehabt, so, hello, Da it's weißt du, wie Dubai viele Police, Kunden bla. ich habe? Also selbst einer meiner Ärzte das ist ein Deutscher, ja. Ja. Und den haben die so Druck gemacht und so viel Informationen gegeben, dass der wirklich geglaubt hat, dass der ein Polizist ist. Und dann hat er ihnen eine Kontonummer gegeben, was auf seinen Namen sogar ist, auf einer anderen Bank, hat ihm gesagt, du musst da jetzt 40.000 Dirham zahlen, das ist zu deiner Sicherheit, bla bla bla. Und der hat das tatsächlich gemacht und das Geld war weg. Damn. Ja? Das Also ist die sind krass. schon extrem professionell. Okay. Ja, und du kannst da schon echt reinfallen. Ja, wenn du nicht weißt, dass da wirklich Scammer am Start sind. Also wenn mich sogar heute, wenn ich Anrufe kriege von der Polizei, ja, ich ruf die Polizei immer an, dann sage ich denen, ey, kennst du diesen Officer, der hat diese Nummer, der hat mich gerade angerufen, wegen dem Fall, kannst du das bestätigen, dass es korrekt ist? Ja. Wenn der mir das erst bestätigt, dann glaube ich das. Ja. Dann fahre ich da auch hin, Ja. treffe den Polizisten und dann ist gut. Ja, ansonsten mache ich nichts am Telefon. Ja, also weil die Scammer sind extrem, extrem gut. Okay, nee, das ist ein Fall. Also ich habe schon oft gehört, so, hey, wir schicken jetzt OTP auf dein Ding und bestätige das mal, weil wir müssen hier, da, dies, das. Ich lache meistens nur und leg auf. Weil so, also das ist echt ein anderes Level, das habe ich noch nicht die erlebt. sind schon Aber gut, selbst überall in der Dubai-Polizei-App oder wenn du mal eine SMS von der Polizei officially kriegst, weil die schicken dir SMS oder WhatsApp, auch wenn du mal ein Ticket hast oder so oder irgendwas. Und da steht ja auch meistens drin, wir werden sie wegen dem Fall nicht anrufen.
So. Weshalb ich mir gedacht habe, so, ja, Also ich hatte letztens, hat mich einer angerufen, da stand sogar auf meinem Telefon Dubai Police, Krass. Rashidia Office. okay. Hat mich angerufen, aber das war tatsächlich ein Polizist, ja. Aber ich habe den nicht geglaubt. Ich habe erstmal gar nicht abgenommen, der hat 4-5 Mal bei mir angerufen, dann habe ich Okay. mal 5 Mal abgenommen, dann hat er gesagt, er ist von CID, also Criminal Investigation Department, also Kriminalpolizei. Kriminalpolizei, für die, die es nicht kennen. Dann hat er mir gesagt, ey, hör mal zu, ich rufe dich schon, er sagt, ey, ich rufe dich jetzt schon zum 5. Mal an, warum nimmst du nicht ab? Ich meinte so, ey, hör mal zu, woher weiß ich, dass du wirklich ein Polizist bist? Ja. Er sagt, hör zu, komm zu der Polizeistation, Ja. ja, das ist mein Name und dann treffen wir uns. Und dann bin ich da wirklich hingefahren und dann war ich in der Polizeistation und der war wirklich da und habe mir seinen Ausweis gezeigt. Ja. Und dann habe ich ihn erst geglaubt. Ja, klar. Also hier musst du eigentlich auch so vorgehen. Ja, und der war auch nicht sauer, weil Ja. der hat das verstanden, weil Ja. die wissen natürlich auch, wie viele Scams rumgehen. Ja. Ja, und dann saß ich da und habe ich mich mit ihm unterhalten und dann hat er mir erzählt, was los ist. Okay. Aber auf den Level, ja, du musst es wirklich zu 100% verifizieren, weil hier gibt es viele Scammers. Das stimmt, hier gibt es viele. Aber das meine ich halt mit. Das ist jetzt wieder ein different case, weil wenn du jetzt sagst, ey, ich komme bei der Station vorbei, dann ist was anderes. Aber am Telefon mache ich halt auch nichts. Also hör mal zu, letztens habe ich einen Gast bei mir gehabt. Okay. Oh, zieh dir mal die Story rein. Ja, der hat bei uns gebucht für einen Monat. Dann hat er, weißt du, das waren glaube ich 40.000 Dirham, die Buchungssumme. Und dann hat er gesagt, du hör zu, meine Kreditkarte funktioniert gerade nicht. Kannst du diese Summe runterbrechen auf 4 Zahlungen? Jeweils unter 10.000 Dirham mussten sie sein, hat er gesagt. Okay. Das war schon ein bisschen weird. Ja, aber okay, habe ich genehmigt, habe ich gesagt, okay, mach es, kein Thema. Vielleicht hat er wirklich ein Problem. Und dann hat er bezahlt und dann habe ich gesehen, dass der mit verschiedenen Kreditkarten gezahlt hat. Okay. Ja, und dann habe ich gesehen, okay, warte, die Kreditkarten sind aus anderen Ländern, aber sein Name ist wiederum anders. Aber da dachte ich mir, okay, fein, keine Ahnung, vielleicht hat er verschiedene Kreditkarten. Und dann hat sich herausgestellt, dass der ein Scammer ist und mit geklauten Kreditkarten bei uns bezahlt hat. Boah. Und dann war der bei uns in der Wohnung und dann war es so, dass die Originalpersonen, wen die Kreditkarten gehörten, natürlich gesehen haben, dass da Geld abgehoben wurde. Die haben Disputes gemacht bei der Bank. Ja. Die haben das Geld wiederbekommen und der Typ war bei uns jetzt in der Wohnung. Ja. So, dann habe ich meine Leute dahin geschickt, gesagt, ey Jungs, schmeiß den raus. Und der wusste das, der war natürlich darauf vorbereitet und der war so professionell, der hat schon die Polizei vorher angerufen. Und der hat der Polizei gesagt, guck mal, ich habe hier bezahlt, ich habe eine Buchungsbestätigung bekommen. Was die jetzt Probleme mit der Bank haben, das ist nicht mein Problem. Und die Polizei hat ihn wirklich beschützt, hat ihm gesagt, hör zu, Jungs, den können wir jetzt nicht rausschmeißen. Nein. Ja, und ich war so sauer. Ja, und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe natürlich was, ich sag mal, Illegales gemacht. Ja. Ich habe meine Leute da hingesetzt, die haben da gewartet, bis der rausgegangen ist. Und dann sind wir da hochgegangen, haben wir das Schloss aufgebrochen. Ja. Und der das Türschloss, musste ich mal reinziehen, sogar ausgewechselt. Was Nicht er dein nicht machen Ernst? durfte. Ja, wir haben die Schlüssel ging nicht, dann haben wir das Türschloss aufgebrochen, haben den Schlüssel gewechselt, haben seine Sachen genommen, rausgeschmissen. Ja, und haben ihn so rausgeschmissen, ja. Was illegal ist, Krass. ja, der hat die Polizei wieder gerufen. Okay. Ja, und da hat die Polizei zu ihm gesagt, hör zu, du kannst jetzt zur Polizeistation gegen einen Code Case aufmachen, gegen uns. Ja, und dann habe ich gesagt, du, wenn du das machst, mache ich auch einen Code Case gegen dich auf. Ja, Ja. und hat das letztendlich nicht gemacht. Ja. Aber solche Scammer gibt es auch. Krass. Aber das war das nur. Für wie lange hat der die Wohnung gebucht? Der hat für einen Monat gebucht, der war tatsächlich 2 Wochen umsonst drin. Okay. Also wir haben 20.000 Dirham verloren in dem Fall. Damn. Ja. Lernen wir draus. Wir haben draus gelernt. Wir haben jetzt nochmal einen neuen Sicherheitsriegel vorgesetzt bei Kreditkartenrechnungen Okay. oder Überweisungen. Ja, wir haben nochmal so einen extra Check reingemacht jetzt Ja. von der Firma, mit wem wir zusammenarbeiten und hoffen wir mal, dass wir das in Zukunft vermeiden können, sowas. Ich habe nur einen Bekannter von mir, die sind letztes Jahr irgendwann sind die hergekommen, neu nach Dubai gezogen und irgendwann haben wir uns getroffen. Er so, nächsten Monat müssen wir ein bisschen langsam machen. Ich so, warum, was passiert? Ja, einer hat 30.000 von unserem Konto geklaut. Ich so, wie? Und zuerst wollte er es nicht sagen und dann waren wir was essen und er so, ja, da hat mich jemand angerufen, der hat gemeint, er wäre von der Bank, ich soll mal den OTP bestätigen. Ich so, Digga. Und der hat mich vorher, ich weiß noch so, vor seinem Visa-Prozess, hat der mich wegen jedem Furz angerufen. So, hey, wie läuft das hier? Wie läuft das da? Wie läuft das Wie läuft das dort? Ich so, Alter, ich habe dich gefühlt an der Hand genommen und dann kriegst du einen Scam-Call und das ist das einzige Mal, wo du mich nicht anrufst. So, why? Warum? Da hättest du auch noch anrufen können. Ja, ey, ich habe gedacht, weil wir haben einen Tag vorher erst das Konto gemacht. Ich so, boah, wild. Passiert leider.
Ja, das passiert dir schon. Häufig auch. Ich weiß. Aber das ist ja das, was ich meine. So in der Regel, wenn du nichts am Telefon machst, ich finde Scammer hier sind leicht rauszufiltern. So, ja, wenn jetzt einer mit Autorität anruft, bla bla bla, ne, Polizei hin und her. Wobei ich halt da auch meistens die Leute auslache. Weil so, wenn die Polizei echt was von dir will, ich habe bis jetzt immer für alles, Strafzettel oder irgendwelche Fines, kriegst du eine SMS. Fertig mit irgendeiner Case-Nummer, dann kannst du zur Wache gehen. So, mich hat noch nie jemand von der Polizei wirklich angerufen. Deswegen keine Ahnung, was du da gemacht hast. Naja, ich habe hier die ganze Zeit, weil ich ja so viele Wohnungen manage, gibt es natürlich ein paar Nachbarn, die sich ab und zu mal beschweren über irgendwelche Vorfälle und dann kriege ich leider immer diese Anrufe von diesen Polizisten. Okay, also quasi. Weil ich ja der quasi Inhaber bin von der Managementfirma, ne? Genau, quasi Nachbarn, die irgendwelche Cases aufmachen oder Beschwerden wegen zu laut Lautstärke und so. Was auch immer. Krass. Was war das Schlimmste, was mal in irgendeiner Wohnung passiert ist? Also viele meiner Kunden haben immer Angst, dass in der Ferienhausvermietung irgendwelche Leute reinkommen und die komplette Wohnung auseinandernehmen. Das ist in diesen 5 Jahren noch nie passiert. Noch nie. Noch nie. Und wenn das natürlich mal passieren sollte, sind wir alle natürlich versichert. Ja. Also wir haben Versicherungen bis zu 1 Million Euro für eine Haushaltsversicherung. Mhm. Ja. Also falls das auch mal passieren sollte, sind wir dagegen versichert. Das ist ganz wichtig. Ja. Aber es gibt natürlich Kunden, die sich, da gibt es einen Fall zum Beispiel, an dem ich mich noch erinnere, der hat sich ein bisschen scheiße benommen. Ja, gibt es natürlich immer ab und zu Leute, die ein paar Damen mit hochnehmen, sage ich mal. Ja, und sich ein bisschen daneben benehmen, zu laut sind, viel trinken, ja, die Wohnung schmutzig machen. Aber das war's auch, muss ich sagen. Ja? Also es gibt jetzt keinen Fall, wo einer, keine Ahnung. Also zum Glück ist noch keiner vom 50. Stock gesprungen. Das ist meine größte Sorge immer. Okay. Dass da einer sich betrinkt und vom 50. Stock springt und stirbt. Ja. Ja, selbst dagegen sind wir versichert. Wir haben eine Third-Party Liability Insurance, ja, falls das mal passiert. Aber davor habe ich natürlich immer Angst. Aber das ist zum Glück noch nie passiert. Also auch keine Wohnung zerstört, Fernseh kaputt, sowas noch nie. Ja, Fernsehen schon mal kaputt gegangen, ja, oder was anderes gebrochen. Aber wie gesagt, die Versicherung hat immer alles bezahlt, also von daher war es easy. Letztens waren wir in einer Villa für so ein Netzwerkmeeting und die Villa, die wir eigentlich hätten bekommen sollen an dem Tag, war komplett geflutet mit Alkohol. Draußen haben die Essensschachtel noch im Pool gelegen. Der Vermieter hat dann sogar die Polizei gerufen und die Autos waren noch da von den Gästen. Die Gäste haben oben noch gepennt. Die haben sich so aus dem Leben geschossen, dass die noch bis mittags da rumgelegen haben, als die Polizei kam. Also ich habe auch ein paar Properties, die mehr als 10 Millionen Euro wert sind, die ich manage. Aber bei denen ist es so, dass ich immer eine hohe Security Deposit nehme. Dass die Leute, die dort einchecken, dass wir die checken, was für Leute das sind. Ja. Ja. Die zahlen natürlich auch extrem viel Geld für die Buchungen. Mhm. Und bei uns ist sehr gut, wir haben ja natürlich immer so Guest Experience Manager, das sind so persönliche Butler, die sind 24/7 dabei, die machen immer persönliche Check-ins, damit sie auch gucken, was für Leute da reingehen. Ja. Weil die sind natürlich am Ende des Tages auch, ich sag mal, verantwortlich für den Zustand der Wohnung und die stellen natürlich auch mal sicher, dass da ordentliche Leute reinkommen. Mhm. Wenn die mal das Gefühl haben, dass da irgendwie ein Chaot reinkommt, dann warnen die mich vorher und dann stornieren wir die Buchung auch, refunden das Geld, dann wollen wir den Typen da gar nicht drin haben. Habt ihr das schon mal gemacht? Ja, machen wir ab und zu. Krass. Klar, wenn wir das Gefühl haben, dass die Leute so Partyjungs sind oder so weiter oder irgendwie komisch aussehen, ja, dann stornieren wir die Buchung. Okay. Das ist ja unser Recht, können wir machen. Ja, klar. Und wir haben keinen Bock auf Stress, ja, also von daher ist es in Ordnung. Gibt es da keinen Trouble mit Airbnb oder Booking, wenn ihr da sowas kurzfristig storniert? Nee, aber das ist auch unter 1% von allen Buchungen. Also von daher hält sich das in Rahmen. Das sind Ausnahmen, wirklich. Ja. Das ist jetzt nicht die Regel. Was war der ungewöhnlichste Wunsch, den einer von deinen Experience Managern erfüllen musste, wollte, sollte oder erfüllt hat? I don't know. Oder darf man das hier nicht sagen? Nee, da. Also ich habe einen Kunden bei mir gehabt. Ja. Das war, glaube ich, ein Russe. Ja, und dann stimmte da was in der Wohnung nicht und dann mussten wir das Heil machen und dann habe ich mein Maintenance-Team dahin geschickt und dann war da einer von meinem Maintenance-Team, der das Heil gemacht und der Kunde, ja, der hatte so Bock gehabt auf diesen Maintenance-Guy, ja, der hat seine Nummer genommen, Okay. ja, mit dem Zweck, ja, falls ich dich nochmal brauche und so weiter. Dann hat er ihm geschrieben, du hör zu, Alter, ich finde dich geil, komm doch mal rum. Ja, ich gebe dir auch, keine Ahnung, 1000 Dirham, 2000 Dirham, was du auch mal willst. Und mein Maintenance-Guy war so sauer, ja, der wollte in die Wohnung den Typen in die Fresse hauen. Ja, weil der natürlich gar keinen Bock drauf hatte. Ja. Ja, und dann mussten wir den Typen anrufen und sagen, ey, hör zu, ihn zu schreiben. Ja. Hör auf damit, ansonsten rufen wir die Polizei und dann gehst du ins Gefängnis. Ja. Ja, dann hat er das irgendwann verstanden und dann hat er auch damit aufgehört. Ja.
Das und dann hatte ich jetzt kurz einen anderen Kunden, der hat bei mir ein Penthouse gebucht in City Walk. Okay. Das Penthouse kostet knapp 6 Millionen Euro. Der zahlt pro Monat fast 50.000 Euro Miete. Okay. Ja. Und dann kam der rein und hat gesagt, der Boden gefällt mir nicht und die Einrichtung gefällt mir auch nicht. Die Okay. wechselst du jetzt sofort, sonst nehme ich mein Geld wieder. Also, Alter, ich kann doch jetzt nicht die Einrichtung wechseln. Ja. Sagt er, nee, das Sofa ist scheiße und der Boden ist zerkratzt. Ja, da habe ich kurz mich mit dem Eigentümer unterhalten, da habe ich gesagt, du hör zu, der will, dass wir den Boden neu machen und das Sofa um 2, 3 andere Sachen ändern. Das wird insgesamt 6.000 Euro kosten. Ja, ich empfehle dir das zu machen, weil der zahlt echt viel Geld und der wird für 6 Monate drin bleiben und zahlt jeden Monat 50.000 Euro. Ja. Ja, und wenn du 6.000 Euro jetzt ausgibst, hast, dann habe ich das für das Go bekommen und habe ich tatsächlich in 3 Tagen den ganzen Boden neu gemacht. Das war ein Parkettboden mit 600 Quadratmeter, habe ich neu gemacht. Krass. Ja, und ich habe die Möbel, also die 2, 3 Möbel, die ausgewechselt haben, und habe ich ausgewechselt. Da war der auch super happy. Ja, Okay. ja, das ist auch ein bisschen anstrengender Kunde, ja, der hat ein bisschen Kohle und ja, der hat ein bisschen hohe, ich sag mal, Anforderungen, aber Ja. am Ende des Tages erwünschen wir ihn fast jeden Wunsch, Ja. weil der zahlt natürlich auch extrem viel Geld und es lohnt sich für uns und für den Eigentümer, von daher machen wir das natürlich. Ja. Ich wollte gerade sagen, was auch immer den Kunden und den Eigentümer happy macht. Geil. Absolut. Gab es sonst irgendwelche crazy Stories? Crazy. Nee, aber ich habe ein paar richtig krasse Kunden. Ja, ich habe Milliardäre bei mir. Krass. Ich habe Kunden, die gehören zu den 20 reichsten Familien in Middle East. Kunden, die aber als Investoren agieren, Genau, die jetzt die mir nicht ihre Properties geben. Genau. Ja, mit solchen Familien deal ich. Ich habe sogar einen aus der Sheikh-Familie aus Abu Dhabi, von der Ruler Family. Also es macht schon Spaß, mit solchen Kunden zusammenzuarbeiten. Vor allem, du hast direkten Kontakt mit denen. Also die sind extrem wohlhabend. Ja, und wenn die dich vertrauen, dann haben die auch Bock, mit dir weiter zu investieren und so weiter. Also das macht schon Spaß. Ja. Du arbeitest natürlich mit einem geilen Klientel zusammen. Ja, alle Leute, die alle Kohle haben, oftmals sehr, sehr smart sind, erfolgreiche Unternehmer sind, lernst du viele Businesses kennen, viele Leute. Und das öffnet auch andere Türen. Also ich habe bei mir Kunden, die haben auf Ibiza krasse Fincas oder in Valencia etc. Ja, da kann ich auch mal Urlaub machen und so weiter. Ja. Das ist auch cool. Ja, also die haben Yachten, die bieten mir ihre Yachten an, ja, im Sommer. Also macht schon Spaß, solche Leute kennenzulernen. Das öffnet natürlich andere Türen. Auf jeden Fall. Das sind geile Kreise, wo andere Leute sich wünschen würden, dass sie reinkämen. Ja, absolut. Da hat dir dein Business auf jeden Fall schon einige Sachen eröffnet. Mega geil. Gibt es sonst noch irgendwas, was du loswerden wollen würdest? Gibt Weiß nicht. es irgendwelche anderen Bereiche, in die du vielleicht noch expandieren würdest? Food Ja, also Beverage wir- ist ja jetzt außen vor, Nee, aber nee. Also, was gibt's noch? Was, Nee, in was eine dich neue reizt? Industrie werden wir nicht gehen. Okay. Aber was wir machen werden, ist, wir werden das Thema Tourismus noch stärker angehen. Sprich, ich habe ja natürlich jeden Tag, ich habe 350 Wohnungen. Meine Belegungsrate im Durchschnitt ist 90%. Ja. Also du musst dir vorstellen, ich habe jeden Tag mehr als 1000 Kunden, Touristen. Ja, und die wollen natürlich viel machen in Dubai. Ja, die wollen vom Flughafen abgeholt werden, die wollen zum Burj Khalifa, die wollen in die Wüste, die brauchen einen Privatchef, die brauchen geile Autos zum Renten. Und das biete ich halt noch nicht so richtig an. Ja. Und ich will jetzt gerne das mit anbieten. Also wirklich alles aus einer Hand, dass sie bei mir ein Desert Camp buchen, die Burj Khalifa Tickets buchen, die Guided Tour machen, ja, eine Schiffstour machen, eine Yachttour machen. Also ich will das alles mit anbieten, ja. Okay. Oder eine Helikoptertour mit mir machen. Also in diesen Bereichen würde ich gerne expandieren. Das planen wir, das werden wir auch machen. Weil wir jetzt natürlich ein gewisses Volume haben an Touristen, wo sich das lohnt. Klar. Ja, warum sollen sie das mit jemand anders machen? Also die Natürlich. sollen das mit mir machen. Das Geld soll bei mir bleiben. Also wird First Class bald das Booking.com für Dubai. Genau, First Class Helikoptertours, First Class Desert Camps, First Class Yachttouren. Geil. Das werden wir alles inshallah bald machen. Inshallah. Muss ja aber auch einen Helikopter kaufen mit First Class Folierung auf der Seite drauf. Ja, warum nicht? Geht ja alles. Geil. Ja? Also fokussiert im Tourismusbereich Absolut, weil Tourismus und da weiter ausbauen. boomt in Dubai, wird auch weiter boomen. Und das, das müssen wir natürlich überall anprangern. Ne? Ist klar, auch ihr habt ja die Expertise und wie du schon selber sagst, ihr habt ja auch schon die Leute in der Stadt,
So, warum sollen die zu anderen Leuten gehen? Genau, es bietet ja. sich ja nur an, dass ihr die auch gleich verhaftet für alle anderen Absolut. Touren, alle anderen Aktivitäten, die ja machen wollen. Ja, Genau. geil. Geil. Wird auf jeden Fall noch ein spannendes Jahr, denke ich, bei dir. Absolut. Also wir haben hohe Ziele. Ja, Wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. sehr geil. Wir arbeiten alle sehr, sehr hart. Also ich lehne mich nicht zurück. Ja. Du kennst mich ja. Ich bin von morgens bis abends unterwegs. Aber du bist nur unterwegs. Ja, ich gebe Gas 100%. Ja, meine Familie, natürlich leidet sie darunter. Aber die verstehen das natürlich auch. Ja, weil wir uns ein sehr geiles Leben damit ermöglichen können. Ja, Also wir verreisen viel, wir haben Nannies, wir haben Köche, wir haben Fahrer, wir haben eine geile Villa. ja. Und das kannst du natürlich nur alles realisieren in Dubai, wenn du, ich sag mal, ein gewisses Einkommen hast. Ja. Und Dafür muss man Gas das geben. macht Spaß. Ja. Also wir enjoyen das, meine Familie enjoyt das, meine Kinder. Und ja, ich will die Nummer 1 in Dubai werden, 100%. Inshallah soon. Inshallah, genau. Es wird auf jeden Fall. Geil. Ich glaube, damit sind wir schon fast am Ende für heute. Außer du hast sonst noch irgendwas zu sagen? Nö, ich glaube, ich habe alles Wichtige gesagt. Auf jeden Fall. Danke dir nochmal, dass ich hier sein durfte. Ich danke dir fürs Kommen. Sehr geil. War mir auf jeden Fall eine Ehre, dass du hier warst. Du warst für mich hier in Dubai schon so ein bisschen wie so ein Mentor. Du hast mir schon ein bisschen viel. Du hast mir sehr, sehr die Stadt gezeigt und hast mir teilweise Wege aufgezeigt, wie hier alles läuft. Deswegen hier mal officially vor Kamera Shukran Habibi dafür. Das Danke dir, war gerne, sehr gerne. geil. Und auch vielen Dank, dass du hier warst. Gerne. Hat mich sehr gefreut. Und wir verlinken First Class Property Management, Vacation Homes. Ja, Ich auch glaub, wir haben den Namen mein geändert. privates Profil, Dein bitte. privates sowieso, darauf komme ich ja zurück. Wir verlinken auf jeden Fall First Class Property Management und Roholla unter Video, unter Podcast, wo auch immer ihr das Ganze hier konsumiert. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, Zuschauen. Fatchat, Patrick, Roholla, das war's. Dank dir, Bro. Danke dir. Und geile Shisha.